Hallo, ich bin hier in Paraty oder Paraty, wie die Brasilianer sagen, einer kleinen Stadt an der Küste zwischen Rio und São Paulo. Das Tolle hier ist die Altstadt, die Innenstadt ist fast komplett erhalten aus dem 17. und 18. Jahrhundert, das meiste aus dem 17. Jahrhundert. Es ist inzwischen natürlich Weltkulturerbe und ein beliebtes Touristenziel, auch für Brasilianer, auch für Ausländer. Ganz in der Nähe dichter Urwald, das hier heißt grüne Küste, nicht umsonst, weil es hier viel regnet. Wir hatten hier auch sehr viel Regen leider, heute scheint die Sonne. Und in diesem Film hier zeige ich einfach Bilder, sowohl bei Nacht, Paraty bei Nacht, als auch bei Tag. Und einige Fotos auch per Drohne, einige Bilder per Drohne und von dem Bootsausflug. Das ist das, was man hier macht. Viele Bootsausflüge zu den Inseln. Von dem Bootsausflug gibt es dann vielleicht ein separates Video. Wenn euch dieser Film hier gefällt, dann drückt doch bitte den Like-Knopf. Und wenn euch der Kanal gefällt mit diesen Reisevideos, dann würde es mich freuen, wenn ihr ihn abonnieren könntet. Also jetzt, genießt die Aufnahmen. Was man hier hinter mir sieht, sind keine Regenpfützen, sondern wenn es hier Hochwasser gibt, also je nach Mond und je nach Sturm und je nach Wind, dann überfluten manche Straßen hier. Und dann muss man hier an diesen hohen Bürgersteigen gehen. Also das ist ganz interessant, dass Teile der Stadt immer regelmäßig unter Wasser stehen. Die Straßen zumindest. Und das läuft dann auch wieder ab. Ja, hier sieht man einen Steg. Da kann man, wenn die Straße mit Wasser gefüllt ist, halt leichter von einer Straßenseite auf die andere gehen. Wie ich schon gesagt habe, also bei Flut, bei Vollmond oder Sturm füllen sich diese ganzen Straßen mit Wasser. Bei starker Flut kann das sogar fast die gesamte Altstadt überfluten. Und das war früher eines der Methoden, wie man auf natürliche Art und Weise die Straßen gesäubert hat und vielleicht auch diverse Abwässer ins Meer befördert hat, auf natürliche Art und Weise.
Also wer diesen tropisch-portugiesischen, brasilianischen, alten Stil mag, der wird hier tonnenweise Motive finden für Fotos und Videos. Es ist erstaunlich, dass das hier nicht voller ist. Aber es scheint, dass die europäischen Touristen, meistens übrigens Franzosen, hier eher so Juli, August, also in den europäischen Sommerferien herkommen, während die Brasilianer oder Südamerikaner hier eher so zwischen November und April, wenn hier also Hochsaison ist, diese Stadt besuchen.